Guten Morgen. Ja, wir sehen ja aber schon ganz schön verknödelt aus, mein lieber Mann. Aber gut. Es ist Tag 4. Es ist draußen nebelig, es tröpfelt, es sind 3,5 Grad. Aber wir haben zumindest schon den ersten Kaffee. Das ist gut, das ist wichtig, damit wir hier mal ein bisschen klarkommen. Weil irgendwie sind wir schon ein bisschen unmotiviert, wenn wir dran denken, in unsere nassen Socken und nassen Schuhe einzusteigen. Bei kaltem, nassen Wetter. Schlafen haben wir soweit okay. Der Boden ist hier sehr uneben, aber dafür haben wir, glaube ich, ganz gut geschlafen. Ich glaube, du ein bisschen besser als ich. Ich habe sehr gut geschlafen. Du hast sehr gut geschlafen, perfekt. Ja, ich war ziemlich häufig wach. Und irgendwie habe ich heute früh festgestellt, dass ich gar nicht mehr da liege, wo ich eigentlich liegen sollte. Dementsprechend war der Schlafsack auch nass und irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Aber egal. Ja, der Kaffee wird's richten. Ich hoffe auch das Gesicht. Ja, und die Füße sind nicht mehr schrumpelig übrigens. Aber dafür fühlen sie sich jetzt geschwollen an. Mal gucken, wie es gleich wird. Aber die wurden gestern schon ganz schön hart beansprucht. Ich hoffe, dass sie sich heute wieder gut einlaufen und wir die nächsten Meter vorankommen. Geht jetzt übrigens dann auch direkt gleich wieder steil bergauf. Erster Anstieg gleich geschafft. Und geschlafen haben wir übrigens da. Also schon sehr nice. Aber es ist auch schon wieder Füße nass, Schuhe nass. Also nicht, dass sie jemals trocken gewesen wären, aber Da geht's jetzt lang. Navigation ist halt richtig schwierig. Man sieht gar nicht. Und da hinten ist ein bisschen die Wolkendecke aufgebrochen und man sieht auch das Eisschild. Krass. Aber es ist schon wieder zum Ausflippen hier. Auch wenn es natürlich sehr bewölkt ist und die Wolken hier durchfliegen, aber es ist total schön und richtig mystisch. So, der nächste Weg wird uns hier am Berg entlang führen. Sieht ganz schön aus hier. Aber wer glaubt, warum gehen wir nicht einfach hier unten über die schöne flache Wiese, der hat sich geirrt. Das ist nämlich alles nass. Es ist sowieso einfach überall nass. Auch wenn es nicht so aussieht. Egal wo man durchläuft,
Egal, ob das Moos ist, was wie ein Schwamm vollgesaugt ist mit Wasser oder irgendwelche anderen Wiesen. Also ich bin auch schon wieder pitschepatsche nass, inklusive die Hälfte der Hose. Deswegen müssen wir immer gucken, dass wir auf irgendwelche Bergflanken kommen. Aber meistens, irgendein Tal müssen wir immer durchqueren. Also ich weiß nicht, wie häufig wir heute schon wieder durchs Wasser gelaufen sind. Oft genug. Naja, dann machen wir weiter. Da lang. Wir haben uns doch entschieden, auf der Ridge zu laufen. Sollen wir jetzt hier hochgehen? Ich weiß nicht. Laut Linie sind wir sowieso schon zu hoch. Durch die Büsche zwar auch nicht so dolle, aber höher fühle ich gerade nicht. Unten lang, oben lang, Münze werfen. Da hinten haben wir ein paar Moschusochsen. Und wir kämpfen uns hier weiter durch die Landschaft. Diese ganze Bergkette hier, diese war jetzt heute den ganzen Nachmittag entlang gelaufen. Hier am See entlang bis hier runter. Das hat echt ewig gedauert, meine Güte. Schon 18:30 Uhr. Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden dem See entlang gefolgt und sind jetzt hier gerade auf so einer Ridge. Und jetzt der nächste See kommt irgendwo da dahinter und der ist unser ausgemachtes Ziel für heute Abend. Das ist aber noch ein Stückchen. Wir gucken mal, wie wir vorankommen. Bisschen müde sind wir schon, kaputt sind wir schon, Füße sind den ganzen Tag feucht und dementsprechend fühlen sie sich halt auch nicht so fit an, aber Stücke machen wir noch und dann gucken wir einfach mal, wo wir heute Abend einen Schlafplatz für uns finden.
Mittlerweile ist es 7:30. Wir haben den See, in dem wir heute Abend das Zelt aufbauen wollen, erreicht. Und ganz pünktlich kommt auch noch die Sonne raus. Ey, geil. Den ganzen Tag fast so doofes Wetter. Und je mehr Zeit verging, umso mehr haben sich die Wolken aufgelockert. Und jetzt haben wir tatsächlich Sonne. Es tut richtig gut. Es ist wie eine kleine Belohnung. Kilometer haben wir heute geschafft. Wirklich krasser Tag. Hier wird gerade das Essen gemacht. Da hinten kocht schon das Wasser. Und das ist der Ausblick. Also gerade hat noch die Sonne geschienen. Die hat heute aber auch erst geschienen, als wir angefangen haben, das Zelt aufzubauen. Heute Morgen fing es schon an. Die Wolken waren so tief. Wir waren gut auf 450 Meter Höhe und die Wolken hatten die gleiche Höhe und somit konnte man keine 10 Meter weit gucken. Das hat dann was mit Niederschlag zu tun und es waren, wie warm war es? 3,5 Grad? 3,5 Grad nur, Wind und es hat sich wirklich angefühlt wie eisige Temperaturen. Also es war wirklich, naja, unvorteilhaft, sage ich mal, zu starten im nassen hohen Gras, nasses Zelt zusammenzuräumen. Aber wir sind dann los und dann muss man auch mal ganz offen und ehrlich zugeben, wird diese Geschichte, sage ich mal, auch schnell zu einer komplizierten Situation, denn man kann nicht weit gucken und es gibt keine Wege und man orientiert sich quasi an den nächsten 50 Metern, ob da jetzt ein Berg ist oder ob da ein Hügel ist oder ob da ein Stein ist und dann geht man zu dem und dann geht man zu dem nächsten ausgemachten Ziel, weil man überhaupt gar nicht richtig navigieren kann. Also ganz ehrlich, wenn dir dein Navigationsmittel dabei kaputt geht, dann bist du da verloren. Das muss man einfach so sagen. Da kannst du dir nicht helfen, da kannst du warten, bis das Wetter besser ist. Ihr habt es ja in den Aufnahmen gesehen. Und ja, das haben wir auf jeden Fall gespart. Hat ja auch Spaß gemacht. Wir haben ja Backup dabei, wir sind ja auch zu zweit. Deswegen muss man sich ja nicht die allzu größten Sorgen machen. Aber man denkt da schon mal drüber nach. Ja, unsere schrumpeligen Füße haben wir schon verarbeitet. Die haben wir jetzt wieder einen ganzen Tag Nässe und Kälte erlebt. Das ist wirklich krass. Ja, aber ab der ganzen Sachen ist es wunderschön, es ist mega toll. Wir haben schon wieder niemanden getroffen, wie auch, wo auch. Es gibt hier niemanden. Und morgen haben wir noch den letzten, 3. Tag unserer Off-Trail-Serie, sage ich mal. Und dann werden wir am späten Nachmittag auf den Arctic Circle Trail treffen und versuchen da morgen auch noch ein paar Meter drauf zu machen, dass wir ein bisschen im Zeitraster sind. Und genau, ganz zum Schluss heute noch, ganz zum Schluss ist auch gut, 3 Stunden bevor wir hier angekommen sind, haben wir noch eine ordentliche Moschusochsenherde gesehen. 7 Tiere waren es, also alles dabei, Kleintiere, große Bullen, Mütter. Das war wirklich, ehrlich gesagt, grandios. Die waren ein bisschen schreckhaft, nicht so wie alle anderen Tiere, die wir gesehen haben. Das hat uns ein bisschen verwundert, das heißt also gute 150, 200 Meter und waren wir weg und wir waren auch 50, 60 Meter höher am Berg als die Tiere. Da haben die sich schon ordnungsgemäß alle weggezogen und haben sich auch nachher versteckt. Dann haben wir sie nicht mehr gesehen. Aber war ein Erlebnis. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und dann wünschen wir eine gute Nacht und guten Appetit. Bis morgen. Ciao, ciao.